2024 war für uns eine echte Achterbahnfahrt, voller Höhen und Tiefen. Wir sind weit gekommen, wenn auch nicht ganz so weit, wie wir eigentlich wollten. Von den heißen Küsten Panamas bis zu den beeindruckenden Höhen Mexikos. Diese Reise hat uns herausgefordert, inspiriert und so manchen Plan über den Haufen geworfen. Heute nehmen wir euch mit auf eine ganz besondere Etappe. Von beeindruckenden Pyramiden bis zu einer Wanderung mit Aussicht auf die Millionenmetropole Mexiko-Stadt. Und wieso unser Zwischenstopp in einem magischen Dorf länger dauerte als gedacht, erfahrt ihr auch. Seid gespannt, es wird nämlich unser letzter Vlog in diesem Jahr. Wir sind direkt weiter gedüst zum nächsten Highlight und zwar zur archäologischen Stätte Teotihuacan, die größte Pyramide überhaupt in Mexiko, und trotzdem hat man sie zumindest als Ausländer vorher noch nie gehört. Also uns war Tulum ein Begriff und Chichén Itzá, aber Teotihuacan haben wir bis vor ein paar Tagen noch nie gehört und wir haben es bei der Anfahrt schon gesehen. Es ist eine Wahnsinnsanlage und das Allerbeste, sonntags kostenfrei. Wir sind noch hier unten auf dem Parkplatz. Und die Anlage befindet sich ganz da oben irgendwo auf dem Berg. Die Pyramiden hier liegen auf einem erloschenen Vulkan, ist noch nur 65 Kilometer weg von Mexiko-Stadt und aufgrund der Höhe hat man hier so eine coole 360 Grad Rundumsicht auf die ganzen Berge hier und auch runter auf die Städte. Ganz arg toll. Teotihuacan war eine sehr bedeutende Stadt der Mazatlinca-Kultur. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert nach Christi war die Blütezeit. Im 16. Jahrhundert haben die Azteken dann die Stadt hier eingenommen. Hat aber nur 100 Jahre lang gedauert, weil im 16. Jahrhundert kamen die Spanier und haben dann die Azteken vertrieben. Übersetzt bedeutet Teotihuacan auch Mauer der Götter. Der Name ist sehr passend. Es gibt ja wahrlich genug Mauern. Und angeblich gibt es ja auch den größten Ballspielplatz dieser Kultur oder überhaupt der mesoamerikanischen Kultur. Wir können nur nicht genau identifizieren, was denn jetzt der Ballspielplatz ist, weil einen Guide haben wir keinen. Es gibt auch, glaube ich, keine. Und es fehlen einfach diese Infotafeln. Also hier steht einfach nirgends beschrieben, wie jetzt der Tempel heißt oder wo der Ballspielplatz ist. Vielleicht kriegen wir es noch raus, vielleicht auch nicht. Infotafeln, sowas brauchen wir doch nicht. Wir haben doch die Julia, die ist bestens informiert. Ja. Da hinten übrigens sieht man den Vulkan, den Nevado de Toluca, richtig schön, wo wir gestern oben waren.
Dahinter haben wir auch schon den Ballspielplatz gefunden. Und das war damals bei denen ja nicht nur Freizeitkick, sondern hat auch einen ritueller Hintergrund. Da wurde ja der Torschützenkönig oder sogar die Mannschaft, die Siegermannschaft, danach den Götter geopfert. So sah der aztekische Ballspielplatz aus, der Fußballplatz. Und das haben wir jetzt auch nur erkannt, weil wir schon bei früheren Städten solche gesehen haben und einfach die Struktur direkt erkannt haben. Hier gab es sogar ein Dampfbad zur rituellen Reinigung der Krieger und von schwangeren Frauen. Und es hat so funktioniert, man sieht es auch gut, in der Mitte gibt es ein Loch, da wurden heiße Steine reingelegt. Das Gebäude war natürlich ummauert und die heißen Steine haben dann Dampf erzeugt, also ähnlich wie ein heutiges Dampfbad sozusagen. Und das schon im 8. Jahrhundert. So, jetzt huschen wir noch kurz durchs Museum und dann haben wir hier schon alles gesehen. Sind die Straßen in Mexiko ja ganz gut, aber die wir jetzt gerade fahren, sorry, dass es wackelt, ist ein einziger Flickenteppich an Asphalt und an Schlaglöchern. Eins nach dem anderen. Bleibt nur zu hoffen, dass es besser wird, wenn wir nachher abbiegen und nicht noch schlimmer. Hier ist echt bescheiden, wenn man es überhaupt so nennen kann. Also wir haben zwar schon deutlich abenteuerlichere Wege gehabt, vor allem in Südamerika, aber es ist eine ganz schöne Holperpiste
Uns bleiben immer noch über 20 Kilometer und wir müssen die Straße dann auch noch mal ein Stück weiterfahren, um vom Nationalpark aus wieder rauszukommen. Motorradgestützt oder was? Jetzt ist hinter uns auch gerade noch ein Motorradfahrer gestürzt auf der Hubelpiste, wahrscheinlich in ein Schlagloch gefahren. Es ist zum Glück nichts passiert, sie sind zu zweit, aber der Schreck war trotzdem erstmal groß. Und ich hoffe sehr, dass der Weg nicht noch schlimmer wird, sondern tendenziell immer eher besser und dass wir morgen vor allem auch wieder rauskommen gut. Es war eine ganz schön wilde Fahrt, oder? Stoßdämpfer alle noch okay? Sag ich nicht. Komm, du hast gerade geguckt. Nein, alles dran, alles gut. Okay. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Morgen. Wir haben hier am Restaurant übernachten dürfen. Die Nacht war bombastisch ruhig. Es war zwar recht frisch, aber wir haben die warmen Decken wieder drauf und dann war es eigentlich kuschelig warm. Ja, 8 Grad hat es heute Morgen gehabt. Hier drin? Ja. Ja, aber es war okay. Und wir stärken uns hier jetzt noch und dann gehen wir raus wandern, weil der Himmel ist grandios blau. Die Sonne scheint, in der Sonne ist auch schon richtig, richtig warm. Ja. Und wir haben Bock, uns ein bisschen zu bewegen. Und es sieht hier tatsächlich aus wie im Schwarzwald. Ja, wie an mal der Schwarzwald-Hochstraße, wenn man irgendwo steht und übernachten würde. Ja, verrückt. Hier sind auch ganz viele Motorradfahrer unterwegs, viele Fahrradfahrer. Heute ist irgendein Feiertag. Wir haben es, glaube ich, mal wieder knapp unterschätzt. Der Mann hat uns gerade erzählt, dass es in Summe der Rundweg 5 Stunden sind. Wir haben mal wieder nur Wasser dabei, nichts zu essen, weil wir dachten, es geht nicht so lang. Mal gucken, wenn nicht, kürzen wir halt ab oder ziehen durch. Ganz schön warm, wenn die Sonne rauskommt, aber ich bin froh, dass sie da ist. Ich finde es total kurios, dass die Bäume hier austreiben. Also es ist ja jetzt Winter und trotzdem kriegen die alles frisches Grün. Hier hat es zwar nie Schnee, obwohl wir auf 3.500 Meter sind. In Deutschland hat es ja 1.000 Meter schon Schnee. Ich schätze, es liegt einfach an den unterschiedlichen Breitengraden und an der Temperatur. Aber das mit den Bäumen finde ich trotzdem komisch. Wer hat sich denn das ausgedacht? Gar nicht mehr so arg weit, bis zur Spitze ganz hoch. Und da unten sehen wir schon die Ausläufer von Mexico City. Es liegt uns zu Füßen. Wir begnügen uns mit der Aussicht hier. Wir haben nämlich erst ein Viertel geschafft, sind schon 1,5 Stunden unterwegs. Es wird noch ganz da hochgehen und dann auf der anderen Seite vom Grat wahrscheinlich wieder zurück. Aber hey, es ist doch unglaublich. Rechts von mir eine 10-Millionen-Metropole und links von mir ist nichts außer Wald und Bäume, soweit man gucken kann.
zurück an der Hängebrücke. Jetzt geht's ins Auto, kleiner Mittagssnack. Und ich finde, den Kaffee auf der Sonnenterrasse haben wir uns jetzt wahrlich verdient. Ja, und heute ist ein ganz besonderer Tag. Meine Oma hat nämlich Geburtstag. Wahrscheinlich sieht sie es nicht, aber alles Liebe zum Geburtstag, Oma Mari. Die Gute wird heute 97. Herzlichen Glückwunsch. Weiterhin noch ganz, ganz viel Gesundheit. Genau. Mexico City muss noch ein bisschen auf uns warten. Wir fahren noch eine südliche Schleife drumherum. Wir wollen nämlich unter anderem unbedingt zum aktiven Vulkan Popocatépetl. Da war letztes Mal das Wetter viel zu schlecht. Er hing nur in den Wolken, weil noch Regenzeit war. Diesmal hoffen wir auf Sonnenschein und auf richtig tolle Ausblicke auf den rauchenden Vulkan. Und natürlich wollen wir auch ein bisschen wandern und vielleicht sogar Fahrrad fahren. Jetzt düsen wir erstmal weiter zum nächsten Stopp. In Tepoztlán angekommen, haben wir einen grandiosen Parkplatz gefunden. Hier dürfen wir für 6 € die Nacht stehen. Es ist sicher, es ist ruhig nachts. Hier wächst auch ganz viel cooles Zeug. Wir sind nämlich jetzt wieder im Flachland. Flachland ist relativ auf 1700 Metern in einem Talkessel, umgeben von spektakulären Bergen. Die seht ihr gleich. Hier wächst Avocado, Kaffee, es gibt Bananen, Stauden und ganz viele Eichhörnchen und auch so kleine Nagetiere. Die sehen aus wie Hasen, vom Körper, ja, vom Fell wie ein Eichhörnchen, nur ohne lange Ohren. Vielleicht kriegen wir die auch noch gefilmt. Und hier findet heute auf dem Parkplatz ein Biomarkt statt. Also das zeigt ja auch schon, dass es ein recht touristischer Ort ist. Mal schauen, was es hier später gibt. Keine Ahnung, ob nur Seife und so verkauft wird oder vielleicht auch Essen. Wir laufen jetzt auf erstmal ins Zentrum. Da gibt es einen ganz coolen Markt mit sensationeller Aussicht und frühstücken. Und dann gehen wir hier hoch auf den Berg. Da wartet auch noch eine coole Überraschung. 8 Milliarden Treppenstufen vielleicht? Ja, auch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber oben auf dem Berg gibt es eine kleine weiße Aztekenpyramide. Wahrscheinlich war das nur mal ein Wachposten auf so einem Aztekentrail. Auf jeden Fall kann man bis da hochlaufen, über Millionen von Stufen. Aber bestimmt hat man eine richtig, richtig tolle Aussicht hier ins Tal runter. Es ist noch ein bisschen diesig, aber man hat das Gefühl, dass man fast da unten Acapulco sehen kann. Bevor es allerdings an die Treppenstufe geht, suchen wir uns hier jetzt erstmal ein leckeres Frühstück. Die Julia checkt die Karte. Irgendwas werden wir finden, oder? Stimmt. Heute sind wir ganz einfach. Wir nehmen einfach gleich das erste Restaurant. Mit Kartoffeln. Hier ist die Heuschrecken-Quesadilla. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, das zu probieren oder ob ich Simon überlasse, weil es sieht schon leicht, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, leicht exotisch aus. Sagen wir es mal so. Es geht an die Heuschrecken. Julia hat ihre Hälfte auch schon erhalten. Wie frittiertes, paniertes. Man versteht nichts, Mund leer.
wie frittiertes, paniertes irgendwas. Aber dass es jetzt eine Heuschrecke ist, könnt ihr nicht erkennen. Absolut essbar auf jeden Fall. Aber nach was schmeckt's? Nach was schmeckt es? Von der Panade so ein bisschen, von dem Panierte her würde ich fast sagen, wie die Fischle an dem See, wo wir am Dios de los Muertos waren. Ja. Guten Appetit. Ich esse es. Jetzt ist die Julia dran, die Julia ist dran. Also mich kostet schon viel Überwindung, da jetzt reinzubeißen. Ich glaube, es schmeckt gut, aber wenn man es halt sieht, ist schon ein gewisser Ekel irgendwie da. Augen zu. Ja. Knusprig auf jeden Fall. Jede Menge hübsche Lädel hier mal wieder. Die Straße entlang auf dem Weg zu unserer Pyramide da oben auf dem Berg. Ja, schöner, kleiner, netter Ort. Auch wieder ein bisschen touristisch, sieht man gleich. Aber viele Cafés, schöne Restaurants. Lässt sich aushalten hier. Strategisch gut gelegen auf jeden Fall der Ausguck. Wir müssen jetzt allerdings 400 Höhenmeter hoch, alles Stufen, aber wir sind ja noch jung, wir schaffen das. Wir haben es geschafft, tatsächlich, war gar nicht so schlimm. Wir haben auch nur, ich habe angehalten, keine Ahnung, maximal eine Stunde gebraucht. Aber den Eintritt sparen wir uns, kostet nämlich 5 Euro. Es ist ja nur die eine Pyramide. Wir haben schon so viele gesehen in Mexiko und auf der Reise überhaupt. Wir gehen jetzt mal über einen anderen Weg zurück. Vielleicht haben wir da auch noch ein paar schöne Aussichten. Schauen wir mal. Der Weg auf der anderen Seite, den wir eigentlich runter wollen, ist gesperrt. Das heißt, jetzt müssen wir den gleichen Weg, die Treppenstufen wieder nach unten. Schade, nichts mit guter Aussicht. Nö, aber wir waren ein bisschen sportlich. Jo, zurück. Wir haben uns noch ein Schokocroissant gekauft. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Simon hat Arbeit gefunden, die ihm Spaß macht. Er hilft hier Marino, dem Parkplatzbetreiber, sich hier eine ganz kleine Cabana auf dem Grundstück zu zimmern, damit er hier eben den Tag dann gemütlich verbringen kann. Win-Win-Situation für beide. Wir dürfen dafür heute kostenfrei bleiben. Und ich laufe jetzt mal noch auf den Mercado und besorge uns eine Kleinigkeit zum Nachmittagskaffee.
alles gehört zum Leben dazu. Erst der Hochzeitszug, dann der Trauerzug. Letzterer war deutlich größer, aber wie immer bei keinem darf die Musik fehlen. Meine neue Freundin ist so süß mit ihren riesen Ohren, noch voll verspielt, erst 6 Monate alt. Chihuahua, irgendwas Mischling. Ich würde sie am liebsten mitnehmen, wirklich, sie ist so knuffig. Feierabend für heute. Unser Naturtisch, der 80 Jahre alt ist fertig. Er ist sehr, sehr, sehr schön, finde ich. Muy Sehr lindo. robust. Ja. Robust auf jeden Fall, der hält nochmal 100. Ja. Auf jeden Fall. Zufälliger Aufmarsch hier auf dem Marktplatz. Was hier jetzt passiert, wissen wir nicht. Nee, aber es ist sehr spektakulär und gibt, glaube ich, einen kleinen Eindruck, was hier an Karneval abgeht. Es wird hier, glaube ich, auch sehr bunt und farbenprächtig gefeiert, wird uns erzählt. Mal schauen, ich weiß gar nicht, wann nächstes Jahr Karneval ist. Vielleicht sind wir dann ja sogar noch in Mexiko. Who knows? Farbenfroh, lebendig und einfach mitreißend. Die Chinelos in Tepoztlan sind ein echter Hingucker. Die bunt bestickten Hüte, das schwarze Kostüm und die Maske mit dem Spitzbart erinnerte uns unweigerlich ein klein wenig an Dominos im deutschen Fasching. Aber eigentlich ist das Kostüm eine Parodie auf die spanischen Eroberer. Und der Rhythmus, der da entsteht, wenn die Tänzer geballt über die Plaza wirbeln, ist einfach unbeschreiblich. Hier geht es nicht nur um Tradition, sondern um Lebensfreude pur. Ein echt beeindruckendes Spektakel, das uns sofort mitgerissen und begeistert hat. Wir haben noch eine Dusche geschnappt hier beim Hostel in der Stadt. Mega gut, ultra heiße Dusche. Auto läuft warm, das heißt, jetzt geht's weiter in Richtung Vulkan Popocatépetl. Ein schöner Name. Das war's für dieses Jahr. Unser letzter Vlog in 2024. Wir legen eine klitzekleine, kreative Weihnachtspause ein und sind pünktlich am 1. Januar mit einem brandneuen Video zurück. Freut euch schon jetzt auf den aktiven Vulkan Popocatépetl. Für uns geht damit ein ziemlich verrücktes Jahr zu Ende. Vor allem die letzten Monate liefen komplett anders als geplant und haben uns echt gefordert, vor allem emotional. Trotzdem, wir sind unglaublich dankbar für all die Abenteuer, die wir erleben durften und vor allem dafür, dass ihr immer mit dabei wart. Danke fürs Zuschauen, Liken, Kommentieren und natürlich fürs Abonnieren. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein großes Dankeschön geht an alle, die uns mit Spenden oder einer Mitgliedschaft unterstützen. Ihr seid unsere stillen Helden und helft uns, diese Reise weiterzuführen. Falls ihr uns noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtet,
Schon mit einer Mitgliedschaft ab ein paar Euro im Monat oder einer PayPal-Spende unterstützt ihr uns riesig und bekommt obendrein noch exklusive Einblicke und Vorteile. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr Teil dieser wundervollen Community seid. Wir freuen uns auf ein spannendes neues Jahr und auf Wiedersehen mit euch 2025.